Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fliesenmarktwart. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so einen Fliesenschneider richtig benutzt und wie er funktioniert. Das ist noch viel wichtiger. Denn erst wenn man versteht, wie eine Sache funktioniert, kann man sie auch richtig bedienen. So, ich habe hier einen Fliesenschneider von Montolit, den Master Piuma in 93 cm Schnittlänge. Und dieser Fliesenschneider hat eine Brechvorrichtung und einen großen Anschlag von 63 cm. Ich klappe den mal aus. So, dies hier ist der Anschlag. Das ist eine Skala im rechten Winkel, wenn man ihn so rausstellt. Und die hat 63 cm. Das heißt, ich kann die Fliese bis auf 63 cm ablesen. Das ist nicht üblich. Das hat so in der Art, glaube ich, auch nur Montolit. Die meisten haben eine wesentlich kleinere Skala. Da muss man ab 20 cm oder 30 cm muss man dann die Fliese anzeichnen. Das ist hier nicht der Fall. Also dieser Fliesenschneider hat hier eine sehr stabile Führung. Da kann man auch mal etwas dickeres Material mitschneiden. 2 cm Platten habe ich damit auch schon geschnitten, aber das tut mir weh, das tut dem Fliesenschneider weh. Da gibt es noch andere Fliesenschneider, die das mühelos machen, oder am einfachsten geht halt mit einem Nassschneider so große Terrassenplatten zu schneiden. Kommen wir zu diesem Fliesenschneider aber. Er hat eine Führung und er hat hier eine Brechvorrichtung. Und hier unten hat er ein kleines Rädchen. Die Besonderheit an diesem Fliesenschneider ist halt, er hat hier auch noch diese Wippen für die Brechvorrichtung. Weil wenn man die Fliese schneidet und bricht, muss der Untergrund etwas nachgeben. Und diese Wippen sind sehr stabil. Also die Fliese, werdet ihr gleich sehen, die da drauf liegt, die ist dann auch sehr stabil. So, jetzt ziehe ich mal den Fliesenschneider zurück. Ich habe jetzt hier eine Wandfliese, die ist 60 cm lang und 30 cm tief. Und die will ich euch jetzt einmal schneiden, damit ihr das Prinzip versteht. Also ich lege die Fliese hier in den Fliesenschneider und ich möchte jetzt ein Stück von 10 cm haben. Also lege ich die Fliese an meiner Skala bei 10 cm rein. Hier kann ich gut ablesen, ich lege die Fliese genau bei 10 cm rein. Nun setze ich mein Rädchen hier an, einen Zentimeter weiter vor. Dann ziehe ich ein Stück zurück. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt auf dieser Kante hier genau bis zum Ende durchschneide. Setze das Rädchen wieder in die Ursprungsstellung ungefähr an, kann auch ein kleines Stück weiter sein. Und mit leichtem Druck und gleichmäßiger Bewegung ziehe ich jetzt den Schnitt durch. So, das haben wir schon mal. Bitte, das Rädchen ist jetzt auf der Fliese lang gefahren. Bitte kein zweites Mal auf der Fliese lang fahren, weil das sorgt nur für unschöne Abplatzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier kann man sehen, führt ein Schnitt entlang auf der Fliese. Das sind ganz leichte Ausplatzungen. So, hier gibt es ein Metallrädchen. Das ist das da. Und das läuft auf der Fliese lang und ritzt diese Fliese ein. Und das könnt ihr mit etwas Glück dort sehen. Da ist ein ganz kleiner Riss und die Fliese, dieses Rädchen hat die Fliese nun angeschwächt. Und wie die Physik das sagt, wenn irgendwas bricht, dann bricht es immer an der schwächsten Stelle. Das schwächste Glied bricht zuerst. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Mit dieser Brechvorrichtung hier von diesem Fliesenschneider. Ich lege die Fliese jetzt wieder da rein, wo ich geschnitten habe. Schneide jetzt aber nicht nochmal lang, weil wir haben ja gelernt,
sonst bricht es noch mehr aus und das hilft im Grunde genommen auch nichts. So, jetzt führe ich den Fliesenschneider hier lang, lege die Brechvorrichtung hier rauf und mit leichten Schlägen sorge ich jetzt dafür, dass die Fliese dann bricht. So, das war's schon. Und so haben wir die Fliese ganz einfach geschnitten, und zwar so, wie wir sie gerne hätten. Jetzt hat der Fliesenschneider aber hier oben auch noch eine Skala. 60 Grad, 45 Grad, weil 45 Grad am häufigsten ist es hier auch noch rot hinterlegt. Und so kann man halt auch Diagonalschnitte ganz einfach herstellen, indem ich hier dieses Rädchen löse. Ich nehme dann erstmal meine Fliese weg. Und nun kann ich halt mir den Winkel einstellen. Jetzt stelle ich ihn mal auf 45 Grad. Nun könnt ihr sehen, dass hier diese Einkerbung durchläuft. Und so habe ich 45 Grad. Wenn ich das weitermache, habe ich 30 Grad. Wenn ich es jetzt genau einstelle. Oder ich kann es halt auch auf 60 Grad, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Man kann sich die Fliese auch einmal anzeichnen, reinlegen und dann feststellen. Also ich werde jetzt mal die Fliese hier auf 45 Grad schneiden. Das mache ich mal mit einer Bodenfliese. Einfach reingelegt. Auf dieser Kante hier, da läuft das Rädchen so ungefähr mittig. Dann kann ich die Fliese jetzt reinlegen. Führe wieder das Rädchen auf die Fliese. Erstmal ein Stück zurück, dann wieder ansetzen und nach vorne und wieder brechen. Zack, und so einfach kann man Fliesen schneiden, je nachdem wie man will. Und wenn ihr mal drauf achtet, diese Wippe hier sorgt dafür, wenn ich hier breche, dass die Fliese die Bewegung mitmachen kann. Ansonsten wird diese ganze Brechvorrichtung nicht gut funktionieren. Und wenn ich den Fliesenschneider zurückstelle, so habe ich wieder meinen 90 Grad Winkel. Einfaches Prinzip. Auch hier wiederum, die Fliese muss da brechen, wo sie geschwächt wurde. Und das ist da, wo das Rädchen entlang gefahren ist. Und so funktioniert eigentlich ein Fliesenschneider und das Schneiden von Fliesen.